Technische Zeichnungen werden weiterhin auch in 2D benötigt, obwohl ein großer Teil neuer Produktentwicklungen inzwischen in 3D-CAD-Lösungen entworfen wird. Es werden neue Zeichnungen erstellt, aber es werden vor allem sehr viele ältere 2D-Zeichnungen weiterhin verwendet und gepflegt. In dieser Demo werden Sie sehen, wie Sie mit Ares Mechanical 2D-Zeichnungen, die mit AutoCAD Mechanical erstellt wurden, aktualisieren und bearbeiten können. Beginnen wir mit den Teile-Referenzen, die hier durch blaue Punkte dargestellt sind. Mit einem Doppelklick kann ich die Referenzinformationen der Bauteile bearbeiten. In diesem Dialogfenster kann ich zum Beispiel auf Anpassen klicken, um ein weiteres Feld für den Hersteller hinzuzufügen und die Beschreibung etwas modifizieren. Wir sehen hier eine Mengenangabe von 1. Wenn dasselbe Teil mehrmals eingefügt wurde, können wir hier die Anzahl ändern. Alternativ können wir eine Teilereferenz kopieren, wie hier angezeigt. Wir sehen nun in der Teileliste die aktualisierte Anzahl des Teils und die von uns geänderte Beschreibung. Wenn ich die Teilereferenz erneut auswähle, sehe ich, dass die Daten auch von hier aus gelesen und bearbeitet werden können. In der nächsten Demo werden wir sehen, wie wir weitere Normteile aus unserer Bibliothek hinzufügen können. Zunächst aber möchte ich Ihnen zeigen, dass wir für beliebige Zeichnungselemente eine Teilereferenz erstellen können. Nehmen wir an, ich muss etwas Silikon hinzufügen, um die Schraubenverbindung vor Wasser zu schützen. Dafür zeichne ich eine Polylinie, die ich in einen Spline umwandle. Nun erstelle ich eine Teilereferenz. Sie sehen, dass ich eine solche Referenz auch für einen Block erstellen könnte. Wir wählen das Element, für das wir die Referenz erstellen möchten, definieren einen Namen und fügen eine Beschreibung ein. Werfen wir nun einen Blick auf die Stücklistenfunktion. Mit Enter bestätige ich das Erstellen einer Hauptstückliste, die für alle Teile der Zeichnung automatisch die Angaben übernimmt. Die blau geschriebenen Texte zeigen mir, wo die ursprünglichen Angaben überschrieben wurden. Fahre ich mit dem Cursor darüber, sehe ich im Tooltip die Originaldaten. Ein Grund für die Überschreibung kann zum Beispiel sein, dass die Zeichnung nach DIN-Norm erstellt wurde. Diese Angabe wurde hier durch das Äquivalent ersetzt. Für unsere Silikonzugabe wurde der Text manuell eingetragen, da dieses Feld ursprünglich leer war. Beachten Sie nun die Anzahl von 2 für diese Schraube. Wenn ich auf diese Schaltfläche klicke, wird die Überschreibung entfernt und durch 1 ersetzt. Ich bestätige diese Änderung, aber in unserer Zeichnung haben wir tatsächlich 2 Schrauben. Es wurde allerdings nur eine Teilereferenz eingefügt. Um die Menge zu korrigieren, öffne ich die entsprechende Teilereferenz und setze hier die Anzahl auf 2. Nun zeigt unsere Stückliste den richtigen Wert an. Ich kann zusätzliche Artikel auch direkt in die Stückliste einfügen. Das kann zum Beispiel ein Anstrich sein, den das Teil benötigt. Das Einfügen solcher Positionen ist dann sinnvoll, wenn keine Teilereferenz verknüpft werden kann. Ebenso haben wir die Möglichkeit, Artikel aus der Stückliste auszuschließen. Fügen wir noch eine weitere Spalte Lieferant hinzu. Nun, da unsere Stückliste fertig eingerichtet ist, wollen wir uns die Teileliste genauer ansehen. Sie können die Teileliste mit dieser Funktion auf dem Mechanical Ribbon einfügen. In dieser Zeichnung gibt es bereits eine Teileliste, die ich mit einem Doppelklick bearbeiten kann. Zunächst füge ich die Spalte Name und Lieferant ein, die hier noch fehlen. Es können nur Spalten für Eigenschaften hinzugefügt werden, für die im Dialogfenster Teilereferenzen die Angaben definiert wurden. Die übernommenen Informationen kann ich jederzeit von hier aus ändern, aber die Änderungen werden dann in Blau angezeigt. Wenn diese Liste sehr lang ist es manchmal schwierig, ein Teil zu identifizieren. Die Schaltfläche Zoomen auf und Hervorheben helfen, die entsprechenden Elemente in der Zeichnung zu finden. Die Schraube mit der Teilereferenz, auf die sich diese Angaben beziehen, wird nun in der Zeichnung hervorgehoben.
Die Spalte Position zeigt die Positionsnummer des Teils an. Im nächsten Video werden Sie mehr über Stücklisten-Positionsnummern erfahren. Lassen Sie uns die Position ändern. Die Änderung wird automatisch in die Positionsnummer und in die Stückliste übernommen, in der wir nun auch die zusätzlichen Spalten sehen. Um unsere Änderungen zu dokumentieren, erstellen wir nun eine Revisionstabelle. Ich kann Revisionsmarkierungen einfügen, um die Änderungen in der Zeichnung zu verdeutlichen. Da unsere Zeichnung nicht mehr in den Zeichnungsrahmen passt, entscheiden wir uns für ein größeres Zeichnungsformat. Die Zeichnungsrahmen sind ebenfalls Mechanical-Objekte, die der gewählten Zeichnungsnorm entsprechen. Der Rahmen enthält ein Schriftfeld mit Attributen, deren Werte ich mit Doppelklick bearbeiten kann. Zusammenfassend haben wir in dieser Demo gesehen, wie wir die in den Mechanical-Objekten enthaltenen Informationen bearbeiten können. In der nächsten Demo werden wir sehen, wie wir neue Inhalte erstellen können.